Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das Balmoral Hotel in Edinburgh. Und damit, yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen aus Edinburgh in Schottland. Ganz schönes Gehupe hier und ziemlich was los. Aber schaut euch das mal an. Wo bin ich bitte gelandet? Ich war ja schon einmal hier, aber es sieht einfach ein bisschen aus wie ein Märchen, oder? Ich hoffe übrigens, ich habe Edinburgh richtig ausgesprochen. Hinter mir seht ihr das The Balmoral Hotel. Ein super historisches Gebäude, da habe ich mich eingebucht und wir haben so ein Glück, ne? Das Zimmer kostet meistens über 1000 Euro pro Nacht, außer heute. 465 Euro habe ich umgerechnet nur bezahlt. Ich weiß nicht warum. Das ist die günstigste Nacht im ganzen Jahr. Glück gehabt. Trotzdem sind meine Reisen hin und wieder dann doch schon ziemlich teuer. Ich konnte jetzt allerdings endlich mein EcoFlow Balkonkraftwerk installieren, um zumindest zu Hause bei den Stromkosten zu sparen. Moin Leute aus meiner Wohnung. In dem Video, wo ich meine Home Story verfilmt habe, ich hoffe, ihr habt das alle schon gesehen, sehr interessant, sonst checkt das gerne mal aus. Also was ich so an einem Tag hier zu Hause in meiner Wohnung oder in meiner City so mache, wenn ich halt zu Hause bin und nicht auf Reisen, das habe ich da alles verfilmt und da habe ich euch auch schon das EcoFlow Balkonkraftwerk vorgestellt. Ich ziehe ja jetzt bald um und werde das dann bei mir in den Garten installieren. Ich habe hier jetzt für euch aber schon mal so eine kleine Preview, würde ich es nennen, aufgebaut, weil ich finde, es passt auch ganz gut. Ich habe jetzt gerade hier noch meinen Balkon und an sich heißt das ja auch Balkonkraftwerk und nicht Gartenkraftwerk, aber am Ende ist es auch völlig egal. Hauptsache, man kann ordentlich Stromkosten sparen. Vorher ist das heute sonnig. Das ist ganz gut. Schaut mal hier, ich habe mir ein Solarpanel an meinen Balkon montiert. Geht ganz einfach, es gibt halt immer die passenden Sets dazu und man kann das eigentlich überall montieren. So könnte ich das jetzt auch einfach hier in die Steckdose einstecken und schon mal bis zu 800 Watt Strom einspeisen. Unter dem Motto Rechnung Richtung Null hat EcoFlow aber auch noch die Stream-Reihe gelauncht, mit der es theoretisch möglich ist, gar keine Stromkosten mehr zu haben. Hinter mir direkt neben dem Fernseher seht ihr eine von meinen beiden EcoFlow Stream AC Pro Modellen. Der Strom, der draußen mit meinem Balkonkraftwerk generiert wird, wird hier gespeichert. Und mein YouTube-Video auf dem Fernseher läuft gerade nur mit meinem eigens produzierten Strom völlig kostenlos. Dank der Stream-Modelle könnt ihr also wirklich rein theoretisch euren ganzen Haushalt, vor allem auch mit genug Leistung für Waschmaschine, Gaming-PC, Setup oder was auch immer, ans Laufen bringen. Die Stream-Geräte sehen, finde ich, auch sehr stylisch aus, also es stört nicht. Echt eine verrückte Sache. Es gibt auch eine EcoFlow-App, da könnt ihr alle Geräte ganz easy hinzufügen und seht dann genau, wie viel Strom generiere ich gerade, wie viel Strom habe ich schon gespart und so weiter und so fort. Also checkt das EcoFlow Balkonkraftwerk und die Stream-Serie gerne mal aus. Oh scheiße, die Sonne ist weg. Naja, wir machen jetzt weiter mit dem Hotel. Ich bin heute Morgen um 8:30 hier angekommen und konnte auch direkt einchecken. Wie immer gebucht über meinen Partner SweetSpot, um meine ganzen Vorteile mitzunehmen. Und eine Sache, die ich direkt spoilern kann. In dem Hotel gibt es auch ein ganz, ganz besonderes Zimmer. Und wer weiß, vielleicht darf ich da ja mal reinschauen. Vielleicht errät es der ein oder andere von euch schon. Also, wir gehen rein. Ich hab's geschafft, Leute. Und ich kann schon einchecken. Um 8:30, ey. Wie geil ist das denn? 542. Sieht schon schön aus. Guck mal hier, das ist ziemlich bekannt. Das ist die J.K. Rowling Suite. Kostet so ungefähr 2000 pro Nacht. Ich habe auch versucht, sogar, ob ich die buchen kann, aber war irgendwie komplett ausgebucht. Aber ist auch nicht so schlimm, das wäre ganz schön teuer gewesen. Aber auch ein cooles Video sicherlich. Vielleicht kann ich da ja noch reingucken. Das ist mein Zimmer. Schnelle First Reaction. Hier riecht es ein bisschen komisch. Ja. Interessant. Eröffnet wurde das Balmoral Hotel am 15. Oktober 1902 unter dem Namen North British Station Hotel und diente ursprünglich als Bahnhofshotel für den angrenzenden Waverley Bahnhof. Das markante Gebäude im schottischen Stil sticht sowieso hervor. Besonders auffällig ist jedoch auch der 58 Meter hohe Uhrturm, dessen Uhr traditionell 3 Minuten vorging, um Reisenden zu helfen, ihre Züge rechtzeitig zu erreichen. Das Balmoral verfügt über 167 Zimmer und 20 Suiten, darunter auch die J.K. Rowling Suite, die der Autorin von Harry Potter gewidmet ist. Damit, Leute, herzlich willkommen. Ich bin ausgeschlafen, beziehungsweise, was heißt ausgeschlafen? Ich
konnte 2 Stunden Schlaf nachholen. Ich war auch schon einmal hier in der Stadt unterwegs, habe entspannt was gegessen. Edinburgh, wirklich eine super schöne Stadt. Hier bin ich sehr gerne. Habe mir auch schon ein leckeres schottisches Bier genehmigt. Und mittlerweile haben wir jetzt tatsächlich schon 16 Uhr. Das war super nett und das ist auch nicht immer der Fall, dass man so früh einchecken kann. Ich habe das zwar schon im Vorhinein einmal darauf hingewiesen, dass ich hier halt morgens in der Früh mit dem Nachtzug ankomme, ob ich dann vielleicht schon aufs Zimmer kann. Und das haben sie möglich gemacht. Super cool. Wir schauen uns das Zimmer mal an. Let's go. Ich habe ja schon gesagt, was ich bezahlt habe. Das ist echt interessant. Also sonst ist das Hotel wirklich teuer. Edinburgh ist auch eine echt teure Stadt. Also hier muss man einiges an Geld einplanen, wenn man hier mal ein paar Tage verbringen möchte. Auf jeden Fall habe ich von einem Standardzimmer ein kleines Upgrade bekommen auf ein Executive-Zimmer. Gebucht hatte ich 19 Quadratmeter. Hier haben wir jetzt 25 Quadratmeter. Und dann gibt es halt auch noch die Suiten. Zum Beispiel diese J.K. Rowling Suite. Die ist natürlich was ganz Besonderes. Die ist dann so ungefähr 55 Quadratmeter groß. Das habt ihr eben schon gesehen. Ich muss sagen, es ist ein schönes, bequemes, gemütliches Zimmer. Geht so ganz leicht hier von der Tapete her und so in Richtung The Ritz in London. Da war ich ja nicht so begeistert, aber ich muss sagen, das wirkt hier, das gefällt mir irgendwie besser. Klar, ein bisschen altmodisch, aber das ist eben der Stil hier in Schottland. Das Gebäude ist ja auch wirklich phänomenal. Hier gibt es ja auch die Edinburgh Castle, auch super. Aber dieses Gebäude hier gehört sicherlich zu einem der coolsten in der ganzen Stadt. Bett ist auf jeden Fall super, sehr, sehr bequem. Auch ziemlich groß. Hier habe ich schon 2 Stunden geschlafen, eben von 9 Uhr bis 11 Uhr so ungefähr. Da muss ich ein bisschen an den Laptop. Und ich freue mich aber extrem auf den Tag, den ich heute noch habe. Und morgen bin ich auch noch einen Tag hier. Aber den Tag morgen nutze ich privat. Ist auch mal was, oder? Wobei irgendwas filme ich bestimmt eh noch mit. Wir haben hier einmal so einen kleinen, ich sag mal, begehbaren Kleiderschrank im Zimmer, ne, mit den üblichen Sachen. Ja, das kennen wir. Kannst du ein bisschen was verstauen. Regenschirm natürlich. Schottland, hier regnet es ja ziemlich viel. Da oben der Safe. Und hier rechts haben wir auch noch weitere Schränke. Schauen wir einmal schnell rein. Aha, guck mal hier. Die Schlappen, die kann ich gleich gebrauchen für den Spa-Bereich. Und genau hier oben steht's. Roccoforte Hotels. Dazu gehört das Balmoral. Sind absolute Luxushotels. Und es ist sogar das erste Mal, dass ich an einem Roccoforte Hotel residiere. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, das ist ein Föhn. Und da unten ist nichts mehr drin. Oh, das war jetzt aber laut. So viel wie sonst habe ich hier auch nicht zu zeigen. Da einmal ein Telefon. Hier der Schreibtisch. Da saß ich schon schön. Wir haben hier ja, einen Adapter sogar im Zimmer, wobei ich meinen Strom auch sonst immer hier überall reingeprügelt bekomme und das geht dann irgendwie auch. Der Adapter war mit im Zimmer bei, stylische Lampe, ein kleiner Spiegel und hier so eine Broschüre mit all den möglichen, ja, ich sag mal kulinarischen Erlebnissen. Es gibt, soweit ich weiß, 3 Restaurants mit der Bar und dann gibt es auch noch eine Whisky-Bar. Wir schauen später mal, ich muss ja meine $100 wegbekommen. Mal gucken, wo es mich dann am Ende hinzieht. Wie immer gibt es die $100 nur dank meines Partners SweetSpot, über die ich immer buche. Ich habe dort die Premium-Mitgliedschaft, die könnt ihr euch auch gerne holen. Gebt da den Code HOTELALEX ein, dann spart ihr nochmal 25%. Könnt das Ganze aber sowieso erstmal 3 Monate kostenlos testen. Aber was ich jetzt schon vorwegnehmen kann, ich werde mir gleich schön genüsslich, auch wenn ich kein Whisky-Fan bin, aber das gehört ja irgendwie dazu, in dieser Whisky-Bar da unten einen Whisky reinziehen. Was haben wir hier? In-Room Dining. Ah, okay. Ich schaue mal ganz kurz rein, weil ich habe hier auch noch einen Brief bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es preislich ungefähr so teuer sein wird wie im Bulgari Hotel in London. Ein bisschen günstiger. Club Sandwich kostet hier 26 Pounds. Doch, ist günstiger. Und eine Cola nur 5 Pounds. Hätte ich jetzt sogar teurer gedacht. Aber ich denke, In-Room Dining werden wir hier gar nicht machen. Heute Abend geht es hier schön ins Restaurant. Morgen früh geht es ebenfalls zum Frühstück. Das ist unten im Erdgeschoss. Und hier haben wir noch einen Brief. Der wurde mir heute Morgen von der wirklich netten Rezeptionistin überreicht. Sehr sympathische und angenehme Anreise, aber das gehört ja auch dazu. Von SweetSpot. Hier stehen einmal die ganzen Vorteile drauf. Kostenfreies Frühstück. Wir haben die 75 Pounds Hotelguthaben. Upgrade, reguläre Punkte und Statusvorteile, für mich auch ganz wichtig. Muss ich mir mal einen Account zulegen bei Roccoforte, um mir noch Punkte mitzunehmen. Also Leute, an alle Reise- und Hotelbegeisterten, macht euch ein SweetSpot-Konto. Das macht Spaß, ist geil, toller Kundensupport auch immer. Man hat da immer einen Ansprechpartner. Habe ich schon oft gesagt, aber da bin ich froh, dass ich die als Partner für die Hotelvideos an meiner Seite habe. Zweites Telefon. Ja, so Telefone, das ist auch immer was. Ich glaube, ich war schon mal in Zimmern. Da hatten wir wahrscheinlich 5 Telefone. Warum auch immer. Hier haben wir ein skottisches Sofa. Kann man gut drauf sitzen. Ist, denke ich mal, auch eher zu Deko gedacht. Und schaut mal hier, das ist die Aussicht aus meinem Zimmer. Ich bin ja ziemlich weit oben unterm Dach. Ich meine, es geht noch eine Etage höher. Und was ich ganz cool finde, Fenster kann man leider nicht aufmachen, aber man kann da hinter diesen ganzen alten Gebäuden diesen, ich sag mal, Steinhügel sehen mit den gelben Pflanzen.
Das sieht, finde ich, echt sehr, sehr cool aus. Und ich habe es ja unten eben auch schon gesagt, das wirkt alles echt wie im Film. Also die Stadt mit den Gebäuden, die Landschaft drumherum, sehr, sehr märchenhaft einfach. Und ist auf jeden Fall wirklich, Edinburgh ist auch eine Empfehlung von mir, hier mal hinzureisen. Das lohnt sich. Gibt ganz viele tolle Städte bei uns in Europa, wo man gar nicht mal so weit fahren muss. Und ja, einfach mal 2, 3 Tage, das reicht schon. Ein bisschen hier umschauen, Bierchen trinken, mit Freunden oder mit der Freundin, Frau, was weiß ich. Hier haben wir noch einen kleinen Tisch, Wasser. Und das hier ist, glaube ich sag mal, das kleine Willkommensgeschenk. Steht da auch bei, a gift from us, Chocolate Whiskey. Ja, super. Das müssen wir ja auf jeden Fall mal probieren. Sieht ein bisschen aus wie Dominosteine. 4 kleine Schokoladenwürfel. Auf jeden Fall interessant. Sehr, sehr süß. Schmeckt ein bisschen wie Riesen. Diese Schokoladenbonbons. Kennt ja sicherlich der eine oder andere. Ein bisschen weicher, aber lecker. Und hier dann noch ein paar Infos zu Roccoforte Hotels. Gibt es auch in Rom, in Berlin, genau. Da muss ich vielleicht auch mal hin. Browns Hotel in London, in Brüssel und natürlich auch in München. Ja, wir haben noch einiges vor uns. Spa-Behandlung kannst du auch machen. Stehen keine Preise dran. Ach so, genau. Und das hier ist der Pool. Da werde ich gleich ein paar Bahnen ziehen. Und dann vielleicht noch ein bisschen in eine Sauna gehen. Und dann geht's auch schon zum Abendessen. Nee, vorher Whisky oder danach. Ich weiß es noch nicht. Paar Bücher und hier haben wir die Minibar. Da habe ich schon mal reingelugt, weil ich mir einen Kaffee gemacht habe eben. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber man hat alles, was man braucht. Das hier ist natürlich alles complimentary. Ah, sorry. Alter, hä? Was ist denn da los? Bisschen wackelige Angelegenheit. Ja, eine Weinflasche, paar Chipse. Und hier haben wir dann noch Coca-Cola, Diet Coke. Hier gibt es irgendwie fast keine Zero. Also die haben hier nur Diet Coke, paar Bierchen, paar Spirituosen, Schokolade. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Zimmer. Fernseher sieht auch ganz nett aus. Hier ist dann das Badezimmer. Sehr schön mit Fußbodenheizung. Sieht natürlich auch ein bisschen altmodisch aus. Wir haben hier Fußbodenheizung und dann einmal eine Badewanne mit Regendusche. Habe ich ja auch schon oft gesagt, dass ich da nicht so der Fan von bin, wenn die Dusche in der Badewanne drin ist. Wenn man dann halt schon so viel Geld ausgibt für ein Hotel, finde ich es immer geil, wenn man das separat hat und dann wirklich so ein schönes Duscherlebnis hat. Klar, meckern auf hohem Niveau, aber ist, denke ich, cooler. Dann haben wir hier das Waschbecken, meine privaten Sachen in der Boreas Travel Bag bzw. dem durchsichtigen Kulturbeutel. Der ist jetzt bald auch wieder erhältlich, beziehungsweise zum ersten Mal erhältlich. Gibt es dann immer im Zweierpack. Ist ganz geil und ein kleiner Gamechanger. Und hier haben wir dann, ich will das eigentlich nicht öffnen, weil in diesem Fall brauche ich das auch gar nicht. Können Sie für den nächsten meinetwegen benutzen. Wobei ich mich da manchmal auch frage, viele von euch arbeiten ja sicherlich in der Hotellerie. Ich benutze das ja jetzt nicht und das ist ja verschlossen. Aber wird das dann wieder ausgetauscht für den nächsten? Weil ich könnte es ja irgendwie berührt haben oder benutzt haben und es wieder zugemacht haben, oder bleibt das dann da stehen? Würde mich mal interessieren, also wird es dann ausgetauscht oder bleibt es so? Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall Nagelfeile, bisschen was für die Ohren und Zahnpasta und Zahnbürste. Ja, kleiner Schminkspiegel und das war's dann eigentlich. Achso, hier hat man dann auch eigentlich sogar nochmal einen besseren Ausblick auf die Hügel da hinten, wenn er jetzt scharf stellen würde. Ja, aber logischerweise ist hier was vor, weil gegenüber sind Bürokomplexe und da war vor einer Stunde noch richtig Betrieb. Jetzt sind schon viele gegangen. Also das war's mit dem Zimmer. Schönes Zimmer, gefällt mir wohl. Für den Preis, den ich jetzt bezahlt habe, kann man da auch erstmal nicht meckern. Hätte ich jetzt über 1000 Euro bezahlt, ja, das wäre schon viel. Wir gehen jetzt schwimmen und sehen uns sofort wieder. Okay, wir sind jetzt einmal auf der anderen Seite vom Hotel. Was haben wir hier für einen Ausblick? Ach krass. Von innen sieht das ja gar nicht mal so spektakulär aus. Das ist ja irgendwie ein bisschen fake. Hä? Warum ist das so? Das ist ja total hässlich. Naja. So, zack. Ich bin so ein Vollidiot, Leute. Zum 3. Mal ist mir das jetzt passiert. Ich habe meine Badehose im letzten Hotel vergessen. Ich bin so blöd. Ich hänge die dann immer da schön hin zum Trocknen und dann vergesse ich das, Alter. Und ich habe mir schon beim letzten Mal gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Jetzt ist es mir wieder passiert. Jetzt habe ich nur eine Unterhose an und ja, mal gucken, ne? So Leute, herzlich willkommen im Pool- und Spa-Bereich. Ist wenig los. Wir haben hier einmal den Pool. 29 Grad hat der. Da kann ich jetzt leider nicht rein, weil ich habe keine Badehose dabei. Und hinter mir haben wir dann die Sauna. Aber die ist auch nur mit Badehose. Aber da gehe ich mit Handtuch jetzt gleich mal rein. Ist ein toller Bereich, schöne Atmosphäre, gibt auch ein paar Früchte und so. Aber das war es auch von hier unten, weil ich will hier niemanden stören und filme ja auch nicht so gerne in Spa-Bereichen. Aber ihr habt jetzt eigentlich alles hier gesehen. Es gibt jetzt noch ein kleines Erfrischungsgetränk und da ist der Saunabereich. So sieht das hier aus. Dampfbad und links die Sauna und da gehe ich jetzt rein. So Leute, auf geht's zum Abendessen und zum Whisky trinken.
Ich dachte mir, ich fahre mal nicht Aufzug, sondern nehme das schöne Treppenhaus. Schaut euch das mal an. Hier ist wirklich eine schöne Akustik drin. Und einfach sehr, sehr ruhig, ne? Also das ganze Hotel, das hat schon was. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und richtig cool. Und ich freue mich natürlich, dass ich hier so einen, ich sag mal, kleinen Schnapper gemacht habe, ne? Ach so, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich durfte gerade übrigens in die J.K. Rowling Suite einmal reingucken. Das skippen wir jetzt erstmal kurz hin. Aber der nette Herr von der Rezeption meinte auch, dass heute irgendwie mit einer der günstigsten Tage des Jahres ist. Bin ich genau richtig hier. Ich bin hier J.K. Rowling Suite mit Unterschrift. Original. Tut mir erstmal leid, dass ich nur hochkant gefilmt habe. Ich habe einfach dann kurz drauf gehalten, weil ich mal eben so reinschauen durfte. Sehr nett vom Personal. Ein tolles, großes Zimmer und ja, ich bin mit Harry Potter groß geworden. Ich bin jetzt kein Mega-Fan, würde ich mal sagen, aber es war schon besonders, wenn man sich vorstellt, dass hier wirklich quasi das letzte Buch fertiggestellt wurde. Und hier mit dieser Musik im Hintergrund fühlt es sich doch wirklich auch an, wie als wäre man mitten in einem Harry Potter-Film. Okay. Thank you so much. Maybe you can tell me the rate and then I will think about. Die wollten mir das Zimmer dann natürlich noch andrehen. Man kann es auch nur über die offizielle Seite des Hotels buchen. Ich war gespannt auf den Special Price. 1.300 € wollten sie on top haben. Da habe ich dann abgelehnt. War mir einfach zu viel. Hier kannst du noch ein bisschen Klavier spielen. Und hier geht's zum Essen. Ich weiß noch gar nicht, in welches Restaurant. Lasse ich mich jetzt mal kurz beraten. So sieht übrigens der Aufzug aus. Ja, auch recht historisch. Es gibt zwei verschiedene Restaurants, einmal das Number One, dort gab es nur Gängemenüs, ist auch verdammt teuer und man muss Hunger mitbringen. Ich hatte nicht so viel Hunger, deswegen habe ich mich für die Brasserie Prince entschieden. Hier gibt es französische Küche und für mich einfach nur einen entspannten Caesar Salad, paar Kartoffeln dazu, super lecker, muss ja nicht immer Fleisch sein. Ich hatte auch schon einen Burger an dem Tag, saß dort wie immer ein bisschen bestellt und nicht abgeholt, aber war trotzdem cool. Nach dem Abendessen ging es in die sehr berühmte Whisky-Bar des Hotels. Das war angenehm, man saß dort schön entspannt. Auch viele ältere Whisky-Kenner um mich rum und ich saß da mal wieder und hatte überhaupt keine Ahnung. Hab auch gefragt, warum bei meinem Whisky kein Eis dabei ist, aber das darf man natürlich nicht fragen in so einer Umgebung. Ein Glas habe ich mir genehmigt hier von diesem schönen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. War ganz lecker, bin dann aber doch wieder aufs Bier geswitcht. Die Whisky-Bar habe ich hinter mir. Ich hatte noch ein paar nette Gespräche. Aber ist ja auch manchmal cool. Ein paar Aufnahmen habt ihr aber, denke ich mal, gesehen. War ganz nett da. Von Whisky habe ich keinen Plan. 20 € hat dieses kleine Schlückchen da gekostet. Hinter mir seht ihr nochmal das Balmoral Hotel by Night. Finde ich, sieht sehr schön aus. Schön beleuchtet. Und wir gehen jetzt hier noch um die Ecke. Ich wollte mir nochmal hier die Ground Street angucken. Montagabend, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Nehmen wir euch noch kurz mit. Also leider ist Edinburgh ein bisschen wie ausgestorben. Viele der bekannten Pubs machen auch schon um 23 Uhr zu. Hier um die Ecke ist jetzt irgend so ein Latin Music Disco Club oder so. Bin ich gerade zufällig dran vorbeigelaufen. Da springe ich jetzt mal eben rein. Vielleicht ist das ja ganz nett. Sonst gehe ich schlafen. Das war ja mal so ein Schuss in den Ofen. Da drin war so eine Gruppe. So Muttis, die waren so irgendwie 50. Das waren auch die einzigen Gäste da gerade und die haben mich da völlig in Beschlag genommen. Das war witzig, aber ich bin froh, dass ich da jetzt raus bin. Gute Nacht, Edinburgh. Da hinten muss ich hin. Da ist nicht weit. Bestes Wetter hier in Edinburgh und damit guten Morgen. Ich habe sehr gut geschlafen, haben jetzt 8:30. Wir gehen frühstücken. Das Frühstück wird im Restaurant Prince serviert, wo ich ja auch am Abend davor schon saß. Ein wirklich tolles, umfangreiches Buffet, absolutes Luxusbuffet. Und ich hatte einen Platz hier hinten in der Ecke, neben einem wirklich netten Typen, der mir auch einiges erzählt hat. Also man wird wirklich als Nicht-Einheimischer oder wenn man einen Akzent hat, viel von den Engländern und den Schotten angequatscht. Sehr offenes und nettes Volk ist mir da auch nochmal bewusst geworden. À la carte gab es dann auch so einiges. Für mich einfach mal typical Scottish Breakfast. Normalerweise viel zu deftig, aber an dem Morgen dachte ich, komm, isst das einfach mal. Und geschmacklich war es wirklich vom Feinsten. Wir am Ende wie immer zur Bewertung, auch heute natürlich im Schnelldurchlauf. Ich hatte ein tolles Zimmer, habe mich sehr wohl gefühlt, natürlich ein bisschen altmodisch, auch jetzt nichts mega Besonderes, aber ich sage einfach mal typisch schottischer Stil, historisches Hotel mit historischen Gängen und auch historischen Zimmern, natürlich nicht besonders groß oder so, aber hat mir dennoch gut gefallen. Essen war super, kann ich nichts gegen sagen, auch das Frühstück am Morgen, wirklich ein richtig tolles,
schottisches oder ich sag mal auch so eher ja auch britisches Frühstück. Ich bin kein Mega-Fan von diesem deftigen Frühstück, aber hier hat es echt super geschmeckt und man merkte, dass das alles vom Feinsten ist. Service 10 von 10, ich konnte früh einchecken, die haben sich super um mich gekümmert, haben mir ja auch den Einblick in die J.K. Rowling Suite gewährt, also da kann man nichts sagen und wirklich absoluter Luxus-Hotel-Service vom Feinsten. Abenteuererlebnis war auch gut, ein toller Poolbereich, Wellnessbereich, auch gerade die Lage ist klasse, wir haben ein historisches Hotel, man kann einiges entdecken und da mal eine Nacht zu übernachten, das hat schon was. Preis-Leistung in meinem Fall auch gut, klar, ich habe es ja schon oft gesagt, ich habe wirklich die günstigste Nacht erwischt, wenn man pro Nacht dann aber das Doppelte bezahlt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, nicht mehr gut. Mit meinen Erfahrungen komme ich auf 8,4 von 10 Punkten und kann jedem von euch, wenn man mal einen Schnapper machen kann, auf jeden Fall das Balmoral Hotel empfehlen. Es war ein geiler Aufenthalt in Schottland, ich habe die Stadt wie immer sehr genossen und wir sehen uns bald schon wieder beim nächsten Hoteltest. Haut rein, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!